Absorb. Genau. Ne, wobei machen wir das erstmal noch nicht. Also. Im Endeffekt können wir jetzt noch gucken, wie sich der Jester-Damage so verändert. Also, das Ding ist halt, ich habe jetzt das Equipment hier relativ auf Crit-Rate aufgebaut. Habe ich jetzt nicht noch einen zweiten Champions Ring plus 10? Wenn ich ihn eh schon habe, ziehen wir ihn auch an. Es gab Bliss-Tags. Weil du durch diesen neuen Buff, den ich jetzt natürlich erstmal nicht benutzen werde, verlierst du Crit-Chance und bekommst Crit-Damage. Das heißt, in Zukunft muss der Jester doch wieder auf Crit-Rate achten. Was er ja aktuell eigentlich nicht muss. Aktuell kriegt man die Crit-Rate ja bei Jester ultra einfach zusammen, zumindest ab 150. Vor allem, wenn man Fenrir-Set trägt oder zukünftig das Quastral. Aber eben nicht mehr mit dem neuen Skill. Und das heißt, jetzt könnte man mal gucken hier, unter gleichen Bedingungen, keine Power-Ups. Keine Power-Ups, nur Critical Swing Enchant Absorb Level 10. Was wir hier so an Damage machen mit einem Dementia plus 10, Champion Demol 5-6, Champions Ring 10-10, Quastral ohne Sockel. Einfach nur mal zum Gucke. Mal so eine Minute draufballern. Und dann gucken, wie sich das durch den Skill verändert. Weil der gibt ja 60 Crit Damage auf der höchsten Stufe. Wie viel DPS das dann tatsächlich ist. Und hier jetzt mal in der Form ohne Power-Ups und so. Ins negative Gespenst. Sie haben Schmuck nochmal minimal angepasst, aber das ist vollkommen bedeutungslos, weil das viel zu teuer ist. Das wird so oder so keiner machen. Kein Normalsterblicher. Und die Wahrscheinlichkeiten haben sie drastisch verbessert, weil sie davor uferlos waren. Aber sie sind für Schmuck immer noch ziemlich schlecht. Und für Waffen sind sie okay. So, die Minute ist gleich um, aber das sieht man eh schon. 65k sind es wohl. Ja, also 65k. Dann könnte man... Schauen wir erstmal, wie der Damage jetzt hier mit Toxic Fury aussieht. Der Skill hält auch genau 1 Minute. Mastery bei Toxic Fury. Da kann man hier sich die Buffs verstärken. Also Basis ist 5 PvE und 5 Crit Damage. Und das kann ich erhöhen auf 15 Crit Damage und 10 PvE. Was tatsächlich schon echt gar nicht so wenig ist. 10 Crit Damage nochmal und 5 PvE Damage. Oder ich sag halt, der Skill soll nur eine halbe Minute Cooldown haben, statt 1 Minute. Habe ich gestern schon gesagt, das kommt ziemlich aufs Gleiche raus. Entweder du hast eine halbe Minute länger Cooldown. Eine halbe Minute ist richtig viel. Oder du hast halt viel bessere Stats. Dafür eine halbe Minute länger gar nichts. Also es wird wahrscheinlich aufs Gleiche rauskommen. Aber just for the Lloyds nehmen wir mal den Effekt, wo der Skill auf der höchsten Stufe ist. Also quasi 10 PvE und 15 Crit Damage. Das müsste eigentlich schon auch einen ziemlich krassen Unterschied machen. Ich meine, 10 PvP ist richtig krass. Allein das müssten eigentlich jetzt, wissen wir ja gerade, ist 65k. Allein das müsste 6500 mindestens machen. Und dann nochmal 15 Crit Damage obendrauf. Also sollte auf jeden Fall über 70 bleiben. Und es wird sich wahrscheinlich so auf... Moment mal, wieso triggert Enchant Absorb nicht? Ach, das geht gegen Dummies nicht, ne? Ja. Da war was. Enchant Absorb geht nicht gegen Dummies. Töte ich mich jetzt wieder selbst. Arschritze. Ja gut, ist aber egal. Außer keine volle Minute machen. So, sagen wir 76k. Ach, verdammt. Dreck. Wieso hat der Chuck kein Food? Ich hoffe, ihr kein Food, nee, da. Grrr. Naja, auf jeden Fall so um 11k gestiegene Damage ist schon mal nicht schlecht. Und das alles ohne Power-Ups. Also mit Power-Ups wird es dann natürlich nochmal krasser.
So. Das war der eine Buff. Dann gibt es jetzt noch einen passiven Buff. Also dieser Skill Special Yo-Yo Mastery wurde in einen passiven Buff umgewandelt. Ist aber auch total komisch und auch total verbuggt, weil die Masteries aus irgendeinem Grund hier rechts angezeigt werden. Was normalerweise nicht so sein sollte. Also links und rechts ist jetzt hier quasi zweimal 3 Masteries. Das sind die gleichen Masteries. Und hier hast du im Endeffekt das gleiche. Achso, nee, hier ist noch nicht das gleiche. Hier, also das ist ja ein passiver Buff, der bufft sich automatisch, also der sollte 100% Uptime haben. Und hier hast du, entweder du nimmst, also der Basis-Skill gibt 5% Auto-Attack Damage und 10% Multi-Strike Chance. Und das kannst du erhöhen, also entweder du erhöhst Multi-Strike Chance und verringerst dafür die Yo-Yo-Range, also Yo-Yo-Range ist der dritte Effekt, aber ich würde sagen, der ist eigentlich ziemlich irrelevant. Und entweder du erhöhst Multi-Strike Chance oder Range oder Auto-Attack. Aber Range, wie gesagt, warum zum Teufel sollte man Yo-Yo auf Range spielen wollen? Also, ich meine, manchmal wäre es schon nicht schlecht, aber du wirst eigentlich wirklich immer den Schaden nehmen als DPS-Klasse. Also du kannst entweder Auto-Attack oder Multi-Strike nehmen und ich habe gestern schon mal grob überschlagen, das sollte eigentlich legit genau aufs Gleiche rauskommen. Ich mache jetzt hier mal Auto-Attack Damage erhöht, weil das ja bei jedem Auto-Attack triggert. Genau, der Buff ist jetzt aktiv. Jetzt brauche ich wieder Critical Swing und Enchant Absorb. Genau. Und jetzt können wir nochmal Toxic Fury machen. Jetzt können wir jetzt nochmal gucken, wie sich der Schaden verändert. Also wir waren gerade so bei 76k. Ich weiß nicht, ob man das optisch sieht. Mit dem Multi-Strike, ob das irgendwie angezeigt wird. Ich schätze mal einfach, wenn... Da war es, glaube ich, gerade. Also ich weiß nicht, ob es funktioniert. Beim Jester war ja das Problem, beim Ranger war das Problem, dass es nicht funktioniert hat. Was wäre denn 10% Auto-Attack Damage? Ne, 8% sind es. 8%. Was wäre 8% Auto-Attack Damage? Von 76.000, wenn das so funktionieren würde. Also 6.000 irgendwas. Ne, 5.000. Ja. Also ich glaube, es funktioniert, weil wenn es nur die Auto-Attack wären, dann müssten wir bei knapp über 80.000 sein. Wir sind aber bei knapp 90.000 jetzt gewesen. Also scheint zu funktionieren. Und jetzt haben wir unseren Schaden. Also der Jester quasi hat jetzt 65.000 gemacht. Der Harlequin mit 2 von seinen 3 neuen Buffs macht jetzt schon knapp 90.000. Also sein Base Damage schon um 25.000 erhöht. Komplett ohne Power-Ups, ohne Link Attack, ohne alles. Schon ziemlich viel. Und jetzt kommt eigentlich noch das I-Tüpfelchen, das ist der letzte Buff. Der gibt basismäßig, und deswegen habe ich das vorhin mit der Crit-Rate gesagt, der verringert jetzt, und das ist jetzt neu. Also am Anfang war es so, der lockt deine Crit-Rate auf 50%, was ja mal ultra dämlich war. Und das konntest du auch nicht mehr ändern. Deine Crit-Rate war einfach set to 50. Konntest nicht mehr haben. Jetzt ist es minus 60. Das heißt, ich habe jetzt 142, was eigentlich viel zu viel ist. Aber wenn ich ihn jetzt aktivieren würde, hätte ich 82. Das heißt, wir können jetzt eigentlich einfach mal so ausprobieren. Jetzt ist es wieder passiert mit 92. Genau das gleiche ist gestern auch passiert und wir wissen nicht genau wieso. Okay, interesting. Jetzt müsste man wieder auf Analysesuche gehen. Warum sind es jetzt minus 50? Und gestern... Verdammt, ich hatte gehofft, dass es heute einfach nicht passiert. Dann Cooldown Reset, Jojo aus. Jojo an. 142 Crit-Rate. Critical Stab. Wieder minus 50. Okay, jetzt passiert es zumindest jedes Mal. Gestern war das nur einmal und ich habe es nicht hinbekommen, das nochmal hinzubekommen. Wieso sind es jetzt nur minus 50 und nicht minus 60? Ich habe keine Mastery ausgewählt. Also da steht dabei, wenn du Special Yo-Yo Mastery Level 3 Plus machst, Critical Chance Scaling per Level plus 50%. Ich weiß aber nicht, was das bedeuten soll, weil plus 50%, I don't know. Das heißt, wir müssten jetzt nochmal das hier resetten.
Ich probiere es jetzt noch ein drittes Mal. Wenn es jetzt nochmal passiert, muss ich nochmal rescalen und gucken. Also. Zack. Zack. Wieder 92. Okay. Weird. Sehr, sehr weird. Also jetzt gehen wir mal nur Critical Stab. Also jetzt müsste ich eigentlich auf... Ach, Critical Stab läuft noch. RIP. Also jetzt müsste ich eigentlich auf 82 kommen. So war es gestern. Also ich habe Special Yo-Yo Mastery nur auf 3, weil das die Voraussetzung für den anderen Skill ist. Jetzt müsste ich eigentlich auf 82 kommen. Genau, jetzt sind es 82. Wenn ich jetzt Special Yo-Yo remaxe, was passiert dann? 142. 92. Ich verstehe immer noch nicht genau, was diese plus 50% bedeuten sollen. Critical Chance Scaling per Level plus 50. Also Special Yo-Yo Mastery auf 3 heißt Crit-Rate minus 60. Special Yo-Yo Mastery Level 5 heißt Crit-Rate nur minus 50. Also irgendwie, ich verstehe nicht, was dieses plus 50 bedeutet. Sinniger wäre es fast, wenn er einfach stehen würde, Critical Chance per Level plus 5%. Ja, keine Ahnung. Aber gut, dann ist das Mysterium ja gelöst. Was wir dann noch ausprobieren könnten, wäre Multi-Strike Chance erhöhen statt Auto-Attack Damage. Genau. Also, wir hatten ja gerade 89.000 sowas. Also wir benutzen jetzt mal noch nicht Critical Stab, sondern benutzen nur Toxic Fury. Genau. Nochmal resetten. Wait. Toxic Fury deaktiviert sich nicht. Was ist das für ein Scheiß? Toxic Fury geht nicht weg, wenn ich mein Jojo ausziehe. Uff. Ist ja ätzend. Was wird getestet, Terranord? Harlequin Slayer Crackshooter. Erstmal. Erst einmal. So, 10 Sekunden noch. Also, wir haben jetzt Multi-Strike Chance plus 5 erhöht statt Auto-Attack Damage plus 3. Toxic Fury ist gleich geblieben. Go. Also es müsste eigentlich Pi mal Daumen ziemlich aufs Gleiche rauskommen, war meine Conclusion gestern. Ich glaube, dass es ziemlich egal ist, was man nimmt. Damn, die Wasser... Alter, zieh euch rein, die Sonne auf dem Wasser im Hintergrund, wie das reflektiert. Ist das hier Unreal Engine 5? Ist das hier Unreal Engine 5? Holy shit! Kappe. Noch 20 Sekunden, wir sind bei 91,92. Vorher waren es 89,90. 10 Sekunden noch. Ich meine, natürlich, 1 Minute ist jetzt in dem Fall fast zu wenig. Jetzt müsste man es fast ein bisschen länger ausprobieren. Vor allem, weil es so nah beieinander ist. Jetzt sind wir sogar auf 91,90 runtergerutscht am Ende noch. Also ja, es nimmt sich fast nichts. Also 1 Minute... Oh, falscher Skill. 1 Minute mit 5% mehr Multi-Strike Chance versus Auto-Attack Damage nimmt sich so gut wie nichts. Also ich
Wie ich es schon vermutet habe, also denke, das wird kaum einen Unterschied machen. Und das müsste man tatsächlich nochmal probieren mit dann Maxed Out und so. Equip. Weil wenn es dann auch ein Unterschied von sozusagen, ja, 1% ist oder so. 1% bleibt immer 1%. Jetzt ist es dann vielleicht nur 1000. Aber wenn du 10-mal so viel Schaden machst, sind es dann 10.000. Weil wenn du 1 Million Schaden machst, fallen 10.000 auch nicht ins Gewicht. Aber, ja. Aber gut, dann haben wir jetzt alles und jetzt brauchen wir Critical Stab. Und bei Critical Stab kann man jetzt eben auch nochmal wählen. Man kann den Cooldown reducen. Also die Uptime von dem Skill ist 2 Minuten, die Downtime ist 1 Minute. Man kann es aber so machen, dass die Downtime reduziert wird auf 35 Sekunden. Dann ist der effektive Cooldown 35 Sekunden. 2 Minuten hält der Skill und 35 Sekunden dann noch Wartezeit. Cooldown ist 2,35. Das würde wahrscheinlich ich nehmen. Critical Chance Penalty is reduced, kann man auch machen. Dann verliert man nur 45% Crit-Rate. Das ist aber meiner Meinung nach das Schlechteste. Weil man hat ja schon gesehen, wenn man wenn man einfach nur das neue Equipment trägt, jetzt ohne krasse Sachen. Ich habe jetzt hier natürlich ein Dementia extra mit Crit-Rate gerollt, damit ich so viel Crit-Rate wie möglich habe. Habe einen Dex-Cloak an und habe hier auch ein kleines bisschen Crit-Rate. Ja, aber das ist wirklich nicht viel. Und ich komme ja trotzdem, wie wir schon gesehen haben, auf 92%. Das heißt, mir fehlen nur 8%. Das kann man easy durch ein paar Power-Ups oder so, durch Kleinigkeiten. Stat-Scrolls, ich könnte ja auch Dex-Stat-Scrolls auf das Set ballern, überall Dex plus 3, wären auch 12 Dex und so. Also dieses bisschen Crit-Rate zu kriegen für so gut wie gar keinen Damage-Verlust ist easy. Deswegen diese minus 15% Crit-Rate-Penalty ergibt in meinen Augen keinen wirklichen Sinn. Stattdessen kann man lieber den Crit-Damage nochmal erhöhen, und zwar auf 75%. Dann verliert man allerdings noch mehr Crit-Rate. Und dann muss man natürlich noch mehr ausgleichen. Dann wird man auf Power-Ups nicht mehr verzichten können. Aber kann man ja auch machen. Man kann die Potion of Recklessness ranballern. Man kann eine Flask of the Rabbit reinballern. 20 Dex. Also auch das kann man theoretisch noch stemmen. Und damit kann man halt den Damage wirklich nochmal maximieren. Weil dann hast du statt 60 wirklich 75. Was halt nochmal ein krasser Buff ist. Also nicht ohne. Genau. Aber ich würde sagen, wir machen es jetzt erstmal so. Oh, hoppla. Das haben wir, glaube ich, noch nicht gemacht, ne? Also jetzt quasi Toxic Fury und Critical Stab. Muss nur aufpassen, Special Yo-Yo Mastery läuft gleich ab in 50 Sekunden. Also das ist jetzt mit 92 Crit-Rate, mal noch ohne Power-Ups. Müsste jetzt nochmal den Schaden um einige Prozente erhöhen. Von circa 90.000 waren wir jetzt. Oh nein, jetzt ist Weather HP. Junge, warum sind auf dem Testserver die fucking Weather Boosts aktiv? Es ist so ein Abfuck. Das muss ich alles nochmal machen im Endeffekt. Jetzt habe ich einfach 10% ATK verloren. Ein Low Upcut Stone kann ich nicht kaufen, oder? Na doch, für Penya. Hold up. Moment. Nein, gibt es nicht. Warte, was? Man kann hier keine Low-Upcuts kaufen. Du willst mich doch verarschen. Brother. Man kann hier keine Low-Upcuts kaufen. Wieso nicht? Du willst mich doch verarschen. Fucking Events laufen, aber Low-Upcuts gibt's nicht. Du willst mich doch sowas von trollen. Warte, vielleicht hier Total Connection. Bei Total Connection. Total Connection. Total Connection. Hopsi, hopsi, hops. Okay. 10% ATK wiederhergestellt. Nicht alles nochmal machen. So. Reset Cooldowns. Also unter solchen Bedingungen irgendwas zu testen, ist so ätzend. Da läuft irgendein Scheiß-Event, gibt dir 10% ATK. Ja, dann läuft das ab und alles war für die Katz. Also. Oh, wirklich, ey. Was ist das für eine Testserver-Umgebung, wo einfach Scheiß-Events laufen? Das ist doch keine Testserver-Umgebung, Mann. Das ist so goofy, ey, wirklich. So. Einfach ignorieren, was gerade passiert ist. Critical Stab, Toxic Fury, go. Also, 90.000 war es gerade ohne Critical Stab. Wieder, wie gesagt, mit 92 Crit-Rate gerade.
Denkt ihr, zu Weihnachten kommt ein großes Event? Vermutlich. Also selbst mit 8% Crit-Rate-Verlust ein krasser Boost von 90.000 auf weit über 100.000. Drei Sekunden. Sagen wir 107. Es schwankt die ganze Zeit zwischen 106 und 108. Sagen wir 107. Also einfach mal den Schaden um 17.000 erhöht. That's pretty crazy. Okay, ich habe gerade nochmal gedoublecheckt, ob wirklich die ganze Zeit der ATK-Bonus lief. Aber ja, lief die ganze Zeit, bis ich es gesehen habe, dass es geswitcht ist. Gut. Ja, das Einfachste wäre natürlich jetzt einfach zu sagen, ich habe nur 92 Crit-Rate, also aktiviere ich einen Crit-Rate-Potion. Aber das ist ja noch ohne Mastery. Probieren wir aber trotzdem. Dann mache ich das mit dem Skill-Cooldown nicht, weil muss ich wieder resetten. Aber wie gesagt, ich persönlich würde wahrscheinlich das mit dem Cooldown nehmen und dann effektiv dafür sorgen, dass der Skill nur 35 Sekunden Downtime hat. Statt knapp einer Minute. Oder, nee, statt einer Minute, genau. Das heißt, Crit-Rate Potion Go. Und Toxic Fury, Critical Stab und Go. Jetzt habe ich 100 Crit-Rate. Jetzt müsste es natürlich logischerweise nochmal steigen von 107.000 auf, keine Ahnung, 110 oder so. 8% Crit-Rate, nur so wenig Unterschied? 7%. Damn. Okay, das macht tatsächlich sehr wenig Unterschied. Viel weniger, als ich dachte. Damn. %7,2% Crit-Chance. Uiuiui. Ja, 110.000 circa. Macht tatsächlich wenig Unterschied. Heißt aber auch, die Critical Chance Penalty zu reduzieren ist komplett useless. Dafür lieber geringeren Cooldown. Und wie gesagt, also die 7% Crit-Rate auszugleichen ist echt leicht. Schwieriger wird es, wenn wir jetzt das hier machen. Das ist jetzt, wie gesagt, 15% mehr Crit-Chance verlieren, dafür nochmal 15% Crit-Damage gainen. Wenn man das jetzt ausgleichen kann, egal wie, mit Power-Ups, mit allem, dann müsste es nochmal einen krassen Boost geben. 15% Crit-Damage. Das ist nicht wenig. So. Das heißt, jetzt verliere ich 92 minus 15, also jetzt komme ich nur auf 77. Nee, Schwachsinn. 92 minus 15, 77. Wir haben jetzt aber schon die 10, 87. 20 Decks müssten 8 sein, dann müssten wir auf 95 kommen. Ja, und dann wäre das Leichteste aus meiner persönlichen Sicht, Decksgröße zu benutzen. Oder Blessings. Dann mache ich mal kurz überall Dex plus 3 drauf und ich glaube, das müsste dann reichen. Schauen wir schnell. Dexterity. Weil natürlich Dex plus 4 wäre noch besser, weil 5 mal Dex plus 4 wären. Ja. So, dann, schauen wir mal. Genau, jetzt haben wir 164 und wir verlieren ja nur 65. Jetzt habe ich 99. Oder? Jetzt haben wir wieder das gleiche Problem wie gestern. Warum verliere ich jetzt 75 Crit-Rate? Ich habe ja vorher auch keine 60 verloren, sondern nur 50. Da müsste ich doch nach der Logik jetzt nur 65 verlieren.
Das ist halt wirklich, das war gestern das, was auch so komisch war. Wir haben es vorhin gesehen, da stand minus 60 plus 10 ergibt minus 50. Und jetzt steht da einfach nur minus 75, diese plus 10 sind jetzt einfach weg. Obwohl ich an Special Yo-Yo Mastery, was ja anscheinend der Grund dafür ist, dass man 10% weniger verliert, ist einfach weg. Verstehe ich nicht. Auf über 100 kommen, auch mit minus 75. Genau, ich habe 175,3. Jetzt aktiviere ich den Skill und habe immer noch 100. Okay. Gut, also eigentlich immer noch alles unverändert, fast. Bisschen mehr Decks jetzt. Und jetzt kommt der finale Damage, Base, ohne Power-Ups, ohne Link Attack, ohne alles. Mehr geht nicht. Läuft. Toxic Fury, Critical Stab und Go. Also ich würde jetzt mal schätzen 130.000. Ah, ne, weniger. Aber schon krass, wir haben angefangen auf 65.000. Und ich habe keine Power-Ups oder irgendwas aktiviert. Also vom Jester zum Harlequin, vom Bordstein zur Skyline quasi haben wir unseren Schaden schon... Moment mal, was ist da los? Wir haben 15 Crit Damage dazu gewonnen. Warum ist unser Damage nicht gestiegen? What? Ich mache genau den gleichen Schaden wie mit dem 60 Crit Damage. 110.000 waren es mit 60. Also irgendwas funktioniert da nicht mit dem 75er, das passt überhaupt nicht. Die Crit-Rate stimmt nicht und der Crit-Damage scheint auch nicht zu stimmen. Also es war jetzt 1 Minute und wir sind literally auf den gleichen gekommen. Also mit nochmal 15 Crit-Damage hätte ich jetzt geschafft. Also 130 ist zu viel, so viel ist es nicht. Aber irgendwas zwischen 115 und 120.000 hätten das jetzt sein müssen. Es waren 110. Also irgendwas passt da nicht, aber das ist ja das, was hier auch schon, was ich schon gesagt habe. Ich sollte ja auch gar keine 75 Crit-Chance verlieren, sondern eigentlich nur 65. Aber diese plus 10 wurden jetzt einfach wieder gelöscht aus irgendeinem Grund. Ich weiß nicht wieso. Keine Ahnung. Aber gut, genug getestet, würde ich sagen. Auf jeden Fall von einem reinen Jester zum Harlequin. Einfach nur dein Base Damage wird um mindestens 40.000 steigen, ohne dass du irgendwas an deinem Equipment eigentlich großartig ändern musst. Das Einzige, was neu sein wird für die Zukunft, ist halt, dass Crit-Rate eben nicht mehr irrelevant ist, sondern du diese extra Crit-Rate, die du die ganze Zeit schon hast, auch jetzt schon haben die meisten Jester in der Regel zu viel Crit-Rate, zumindest wenn sie das Crit-Damage-Set tragen, das Crit-Rate-Set tragen. Aber das braucht man in Zukunft auch. Also man wird diese Crit-Rate brauchen. Also alles in allem auf jeden Fall sinniger als bisher. Und das ist schon ein gutes Power-Up, muss ich sagen. Also Base-Damage mal so 40.000, 45.000 höher ist solide. Das ist nicht schlecht.